Hi Braufreunde, ich bin Thomas von Leukterbräu, der Hobbybraukanal. Heute zeige ich euch wieder ein Video über die All-in-One Braumaschine Agape Brew Cobra oder den Branding Klarstein Brauheld Pro. Heute sehen wir, wie das Ganze live funktioniert, der Brauprozess. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Ja, und bevor wir die Maschine jetzt einschalten, füllen wir erstmal unser Wasser ein. Dann schalten wir unsere Maschine hier ein. Piept er kurz und startet hoch. Man sieht jetzt hier auch die 12, die jetzt hier steht, das sind 12 Grad. Das ist die aktuelle Temperatur, die jetzt meine Flüssigkeit hat. Um das Ganze zu programmieren, gehe ich in den Rezeptmodus. Dafür drücke ich die Taste R. Im Rezeptmodus kann ich jetzt hier meine Temperaturen und Rasten einstellen. Hier stelle ich jetzt meine Einmaisch-Temperatur von 40 Grad ein. Power stelle ich auf 3000 Watt. Zeit 3 Minuten. Das müsste zum Einmaischen reichen. Zum nächsten Schritt zu gelangen, drücke ich die R-Taste nochmal. Dann steht auch hier Step 2. Hier gebe ich dann meine nächste Rast ein, die Eiweißrast bei 57 Grad. Power fahre ich runter auf 1500 Watt. Zeit 15 Minuten. Nächste Rast, Maltose-Rast 64 Grad, Temperatur. Grad, Power 1500 Watt. Zeit 50 Minuten. Nächste Rast, Verzuckerungsrast bei 72 Grad. Power 1500 Watt. Zeit 10 Minuten. Der nächste Step ist die Abmaischphase bei 78 Grad. Power 1500 Watt. Zeit in dem Falle 3 Minuten. Aber das stoppen wir nachher sowieso, weil die Abläuterphase ja länger dauert, bevor dann er automatisch dann ins Hopfenkochen übergeht. Letzter Step ist 100 Grad, also meine Kochtemperatur. Power fahre ich auf 2500 Watt. Zeit 75 Minuten. So, um das Rezept jetzt abzuspeichern, muss ich die Power- und Time-Taste gleichzeitig festhalten. Und jetzt ist das Rezept gespeichert. Wichtig, wir müssen jetzt hier gucken, also der Brauvorgang ist gestartet. Die Pumpe schalten wir jetzt ein, dafür muss der Hahn aus sein, hier der Zirkulationshahn und hier oben der auch. Und dann drücken wir einfach hier auf unseren Pump-Switch und dann kommt hier oben auch schon unser Wasser raus. Unsere Einmaisch-Temperatur von 40 Grad ist erreicht.
Rühren das jetzt hier noch unter. Und setzen dann unser Spargelblech auf. Bolzen rein. Das können wir jetzt runterdrücken bis auf unser Malzstand. Schalten jetzt kurz die Pumpe ab, um den Deckel aufzusetzen. Und schalten dann wieder zu und starten dann das weitere Maischprogramm. So, wir sind jetzt hier bei 78 Grad angelangt, unserer Abläuterphase. Ich habe jetzt hier den Kreislauf hier oben gestoppt, unten die Anti-Burn Circulation läuft weiter. Und jetzt heben wir den Malzkorb an und läutern ab. Der wird jetzt hier auf die erste Stufe eingehängt, beziehungsweise können wir hier schon auf die nächste Stufe hoch, weil hier jetzt nichts abläuft. Und jetzt hört man es auch ablaufen. Ist halt relativ schwer am Anfang, weil das sich durchs Wasser ein bisschen festsaugt. Das lassen wir jetzt so weit laufen, bis wir nichts mehr tropfen hören, und dann gehen wir eine Stufe höher. Hier unten die Anti-Burn Circulation läuft weiter. Hier oben ist zu. Jetzt auf die nächste Stufe. So. Geben jetzt unseren Nachguss drauf. Einfach hier oben über das Blech drüber geben. So, das Malzrohr habe ich jetzt entnommen, ist jetzt komplett abgeläutert soweit. So, das Schöne hierbei ist vielleicht anzumerken, dass er beim Abläutern die Temperatur von der Flüssigkeit permanent hält, ne? Das heißt, er bleibt immer auf seinen 78 Grad, wenn ich hier im Pausenmodus bin, ne? Und jetzt heizt er weiter hoch zur nächsten Rast. Wartet jetzt noch eine Minute ab und dann heizt er hoch auf 100 Grad auf unsere Kochtemperatur. Wir sind jetzt hier auf 83 Grad schon. Ich habe meinen Hopspider bereits eingesetzt, also meinen Hopfenfilter, damit ich dann nachher keinen Hopfenschlamm in meinem Brauheld habe. Wir sind jetzt hier beim Kochen angelangt. Man sieht, dass es auch schon wallend am Kochen ist. Wir können jetzt unsere erste Hopfengabe geben. Hier in den Hopspider rein. Das waren jetzt 18 Gramm Magnum Hopfen mit einem Alpha-Wert von 13%. Die lassen wir jetzt für 75 Minuten kochen. Und 15 Minuten vor Schluss geben wir dann unseren Aromahopfen dazu. Weiterhin die Pumpe ist am Laufen, auch während des Kochens. Also diese Anti-Burn Protection, die lasse ich weiterlaufen. Hier oben ist geschlossen. So, wir sind jetzt kurz vor Ende, geben jetzt unsere letzte Hopfengabe. In dem Falle unser Aromahopfen, ein Tettnanger mit 3,3% Alphasäure. Hopfenkochen beendet.
Wir fangen jetzt an runter zu kühlen, und zwar das hier mit der Kühlspirale, die hier angeschlossen ist. Und jetzt kühlen wir den Sud runter auf 30 Grad Anstelltemperatur für unsere Hefe. Wir haben jetzt hier eine Temperatur von 30 Grad erreicht. Wir können jetzt Würze entnehmen, um die Hefe anzustellen, und pumpen dann hier unsere Würze in den Fermenter King Snubnose. Dafür schalten wir unsere Pumpe ein. Und schon läuft unsere Würze in den Gärtank rein. Ja, das war es soweit zum Brauvideo mit dem Brauheld Pro von Klarstein bzw. Egeppe Brew oder Cobra Branding. Im Großen und Ganzen ein gutes Gerät. Man muss natürlich sich jetzt mal ein bisschen umgewöhnen. Ich bin vorher Gassysteme gewöhnt gewesen mit Rührwerk und so weiter. Das hier ist was ganz anderes. Alleine von der Rezeptur her schon muss man alle Rezepte umrechnen. Man muss gucken mit der Schrotqualität, also das Malz darf nicht zu fein geschrotet sein, weil sonst dann wirklich die Gefahr ist, dass es anbrennt. Der Hauptguss und Nachguss ist anders. Aber wie gesagt, wenn ich da meine Erfahrungen jetzt habe in nächster Zeit, werde ich euch da am Laufenden halten und dann auch die einzelnen Sachen in einem gesonderten Video dann zeigen. Ne? Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, und falls ihr noch kein Abo habt, Abo da lassen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.